Gebäude sind einer der CO2-Hauptverursacher in Deutschland, wenn sie gebaut werden und vor allem, wenn sie genutzt werden. Etwa 30% der CO2-Emissionen in Deutschland fallen in den Gebäudesektor. Moderne Gebäude haben aber ihren Preis und Klimaschutz erst recht. Ich glaube, dass es schon einige Kommunen gibt, wo man einfach von vornherein denkt, dass die Hürden zu hoch sind. Die Frage ist, müssen sich Kommunen und Unternehmen Klimaschutz leisten? Auch dem Kunde ist völlig uninteressant, wie der CO2-Ausstoß dabei ist. Max erklärt, warum und für wen sich Klimaschutz trotzdem lohnt. Max in Nohfelden im Saarland. Dieser kleine 10.000 Einwohner-Ort ist so etwas wie eine Vorzeigekommune. In Nohfelden arbeitet man schon seit mehr als 10 Jahren an Klimaprojekten. Photovoltaikanlagen oder smarter Beleuchtung auf der Straße. Gerade wird eine neue Schule fertiggestellt, aus Holz mit Erdwärme und Photovoltaik auf dem Dach. Ein modernes Gebäude inklusive Klimaschutz. Gesamtkosten 9,3 Millionen Euro. Wir haben diesen Auftrag so vergeben und die Firmen, die dann über Ausschreibungen gewählt worden sind, die konnten ja nur noch diese Holzbauweise anbieten. Also da kam nicht mehr die Frage, mache ich das jetzt im Massivbau, in Stahlbau, in Fertigbetonteilen oder wie auch immer, sondern es war dieser Holzbau ausgeschrieben. Dann müssen wir natürlich dem wirtschaftlichsten Bieter den Auftrag geben, das ist ganz klar. Die Schule wurde also vorher schon mal klimafreundlich bis ins Detail geplant. So war es gar nicht anders möglich, dass über die Ausschreibung ein nicht klimafreundliches Gebäude gebaut wird. Aber ganz so einfach ist es trotzdem nicht, erklärt Bürgermeister Andreas Veit. Wenn wir uns natürlich bewusst für ein Produkt entscheiden, das wir für klimafreundlich halten, wenn wir sagen, wir nutzen Erdwärme statt einer Gasheizung und die Erdwärme ist natürlich teurer als die Gasheizung unter Umständen, dann ist das unsere freie Entscheidung, ob wir das tun. Aber wenn 2 Schreiner die gleiche Leistung anbieten und der eine verlangt einen höheren Preis, weil er bei der Produktion umweltfreundlicher war, dann ist das vergaberechtlich nicht zu fassen. Das ist das Problem. Gesetze gibt es zwar, aber so streng sind die nicht. Willen ist also gefragt. Max hat die 10 größten Städte in Hessen gefragt, inwiefern klimafreundliches Bauen auf der Agenda steht. Die Rückmeldungen weitestgehend positiv. Viele Städte bemühen sich um klimafreundliche Gebäude. Nur Offenbach und Gießen haben nicht geantwortet. Ich glaube, dass es schon einige Kommunen gibt, wo man einfach von vornherein denkt, dass die Hürden zu hoch sind. Und dann hat man gar keine Lust, erst zu versuchen, da drüber zu springen, sondern gibt sozusagen schon vorher auf. Also es kostet natürlich sehr viel Mühe und Zeit, vor allen Dingen am Anfang. Also wenn Sie sich mit solchen Themen beschäftigen, die nicht zum klassischen Büroalltag einer Gemeindeverwaltung gehören, dann müssen Sie erst mal jemanden im Haus finden, der bereit ist, neben seiner alltäglichen Arbeit sich mit sowas auseinanderzusetzen. Einer, der sich auch mit Klimaschutz im Bausektor auseinandersetzt, Martin Schlingmann. Max besucht den Schreinermeister im Odenwald. Bei ihm bekommen Kunden das, was ein Schreiner heutzutage so anbietet. Innenausstattung für Büros, Fenster, Küchen, Schränke. Und er versucht in seinem Betrieb klimafreundlich zu arbeiten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten als Handwerksbetrieb. Wir als Tischlerbetrieb haben da diverse Möglichkeiten in unseren Räumen, in der Verarbeitung, aber auch in dem Umgang mit den Menschen letztendlich Nachhaltigkeit zu schaffen und damit im Prinzip ein Klima, ich sag's mal Klima in Anführungszeichen, Klimaneutralität heißt ja nicht nur, dass man gerade auf Energie achtet, sondern das ist eine gesamtheitliche Aufgabe. Das Besondere bei ihm, seine Werkstatt. Der Strom kommt von der eigenen Photovoltaikanlage. Der Stapler fährt elektrisch und seine neueste Investition, die Luftwärmepumpe. Kosten 330.000 Euro. Gerade kleinere Betriebe können sich so etwas nicht leisten. Und ohne eine Förderung von der KfW hätte Martin Schlingmann nicht genug Geld gehabt. Eine CNC-Maschine kostet zwischen 130.000 und 180.000 Euro. Und damit kann ich wirklich schneller arbeiten. Also da tut sich was. Mit der Heizanlage habe ich nur eine bessere Wärme hier. Nur in Anführungszeichen. Auch auf seinen Baustellen versucht er möglichst klimafreundlich zu arbeiten. Bei der Energiegenossenschaft Odenwald baut er gerade neue Schränke ein. Zum Beispiel mit Holz aus Deutschland. Für seine Mehrkosten sind aber in der Regel nur wenige bereit zu zahlen, sagt er. Das kann man vergessen. Das bezahlt mir niemand. Also da ist keiner bereit, auch nur einen Cent mehr
zu bezahlen. Auch dem Kunde ist völlig uninteressant, wie der CO2-Ausstoß dabei ist. Da geht es im Prinzip um den Preis. Für Schreinerbetriebe wie dem von Martin Schlingmann lohnt sich eine klimafreundliche Ausstattung für ein Gebäude also eigentlich nicht. Und nicht nur das. Martin Schlingmann glaubt, dass es momentan keinen Anreiz gibt, überhaupt klimafreundlich zu arbeiten. Die Handwerksbetriebe, die ordentlich arbeiten, haben volle Auftragsbücher über Jahre hinweg. Es gibt einfach zu wenig Handwerker und deshalb ist die Nachfrage riesig und die wird weiter steigen. Und da sehe ich nicht den Ansatzpunkt, dass Betriebe verschwinden, nur weil sie nicht in ökologische Sachen investieren. Für ihn und für viele andere Betriebe ist Klimaschutz also nice to have statt einer Pflichtaufgabe. Wer die Wahl hat, günstig zu bauen, statt in den Klimaschutz zu investieren, wird den günstigeren Weg wählen. Klimaschutz braucht also mehr Verpflichtung. Zum einen, um sich schon sinnvoll bei der Planung eines Gebäudes damit auseinanderzusetzen und zum anderen, weil der Preis eigentlich keine Rolle dabei spielen sollte.